He's not impressed me as a performer. As someone who's in the entertainment business, I see him as a manipulator. I think he's done a masterful job of taking how we market a president, which is, I guess, I mean, you guys know about how long that's been going on, but it just seems to be, especially with cable news now and with social media even more so. In einem Moment, der die Welt überraschte, trat der gefeierte Schauspieler Jeff Daniels ins Rampenlicht nicht, um für einen Film zu werben, sondern um etwas viel Schockierenderes zu enthüllen. Etwas über Donald Trump und seine Ehe. Ja, Sie haben richtig gehört. Jeff Daniels hat soeben eine so persönliche, so rohe Wahrheit enthüllt, dass Trump sichtlich erschüttert war. Manche sagen, er sei hinter verschlossenen Türen völlig zusammengebrochen. Geben Sie eine 1 ein, wenn Sie glauben, dass Jeff die Wahrheit gesagt hat. Oder eine 0, wenn Sie denken, dass er zu weit gegangen ist. Nun, lassen Sie uns das alles aufschlüsseln. You're not feeling great about Trump. How do you feel about Trump supporters? I think I agree with the fact that they were betrayed. They were betrayed by the Republican Party that, maybe it goes back further, but Karl Rove and company, grabbed them and promised them things, and it didn't happen, and they're disaffected. But that's also, look at anything that Trump's done. It plays into hatred. It plays into what's the worst possible thing we can create. Bevor wir weitermachen, drückst du den Like-Button und abonnierst die Seite. Denn das hier willst du auf keinen Fall verpassen. Als Jeff Daniels diese Plattform betrat, war das kein zufälliger Auftritt. Es war ein vorsätzlicher Schlag. Ausnahmsweise stieß Trumps übliche Prahlerei, ich habe immer recht, auf eine Mauer aus Vernunft und Witz, die er nicht überwinden konnte. Dies war nicht einfach ein weiteres Interview oder eine politische Diskussion. Dies war ein vollwertiger, schonungsloser Braten, der Trump in der Öffentlichkeit als die unvorbereitete, verblendete Marionette erscheinen lassen würde, zu der er geworden ist. That's what I see when I look at Trump's rallies. That's when I see the lies spewing at these people and people going, I gotta believe in something, and he said he'd bring my manufacturing job back and she didn't and I'm all in. But at the end of the day, aside from, I don't want to pay taxes. Jeff Daniels ist nicht nur für seine schauspielerischen Fähigkeiten bekannt. Er wird immer mehr zum inoffiziellen Wahrheitsverkünder der Unterhaltungsindustrie. Der Mann ist ein geradliniger Schütze, der sich nicht scheut, die Lächerlichkeit zu benennen, die Donald Trumps öffentliches Image und seine Regierung geprägt hat. Es geht um mehr als nur ein paar böse Bemerkungen gegen Trump. Es geht darum, eine längst überfällige Salve von Wahrheitsbomben abzufeuern. Als Daniels das Mikrofon ergriff, war er also nicht einfach nur ein weiterer Star, der Blödsinn erzählte. Dies war ein vorsätzlicher Angriff eines Mannes, dessen Karriere auf Angeberei, Täuschung und Selbstdarstellung beruht. Was Daniels bat, war mehr als nur ein Angriff. Es war eine Meisterklasse in politischer Dekonstruktion. So can you say in one sentence or less, all right, you know what I mean, can you say why Donald Trump is the best case scenario for Hillary Clinton? Well, I think for the first time in election history, I think her opponent might donate to her campaign. No. I'm going to hold you an answer on that. What makes Donald Trump the best case scenario for Hillary Clinton? Jeff, I'm not going to let you go back to the airport without giving me an actual answer on this question. What makes Donald... Because he's not the best case scenario, John. That's my answer. Lassen Sie uns das klarstellen. Trump schätzt es nicht, kritisiert zu werden. Das ist etwas, das wir alle wissen. Der Mann hat sein ganzes Leben damit verbracht, jedem auszuweichen, zu leugnen und jeden zu schlagen, der versucht, ihn herauszufordern. Aber Jeff Daniels, er spielt dieses Spiel nicht. Daniels hat es nicht nötig, zu schreien oder übermäßig theatralisch zu sein, um Trump zu Fall zu bringen. Stattdessen geht er den richtigen Weg und liefert eine klare, präzise Analyse, die Trump als das entlarvt, was er tatsächlich ist, ein Betrüger ohne Substanz. So can you say in one sentence or less, all right, you know what I mean, can you say why Donald Trump is the best case scenario for Hillary Clinton? Well, I think for the first time in election history, I think her opponent might donate to her campaign. No. I'm going to hold you an answer on that. What makes Donald Trump the best case scenario for Hillary Clinton? Jeff, I'm not going to let you go back to the airport without giving me an actual answer on this question. What makes Donald... Because he's not the best case scenario, John. That's my answer.
Yeah, I mean, Donald Trump is a fact-bending loose cannon who alienates mainstream voters with everything he says. But he gets constant media attention for free. It won't be a day from now until November when Trump isn't on every TV channel. And with a straight face, you're going to tell me that electing a woman is unprecedented? Germany elected a female chancellor. Brazil. Daniels konzentrierte sich nicht nur auf Trumps abscheuliches Verhalten, er zielte auf die Schwächen in Trumps Gesamtbild ab. Eines der ersten Dinge, die Daniels ansprach, war Trumps Unfähigkeit zu führen. Seien wir ehrlich, wenn man sich Trumps Führungsqualitäten ansieht, findet man einen Mann, der mehr mit seiner eigenen Marke beschäftigt war als mit der Erfüllung der Aufgabe, für die er gewählt wurde. Aber Daniels will ihn nicht vom Haken lassen. Oh nein. Daniels hat es aufgeschlüsselt wie ein Lehrer, der einem Schüler die Grundlagen einer effektiven Führungspersönlichkeit vermittelt. Trump konnte nicht einmal eine einfache Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit bewältigen, ohne die gesamte Reaktion zu verpfuschen. Wer braucht schon Beweise, wenn man einen Twitter-Account hat, um seine Behauptungen zu untermauern, oder? 22 sovereign states in the world have already beat us on this. All right, okay, fine. Okay, game change guy. Just in case you accidentally find yourself writing a third book, there's some things that you should know. And one of them is there's absolutely no evidence to support the statement that Trump is the best case scenario. Und dann ist da noch Trumps Lieblingsbeschäftigung. Große Versprechungen machen und sie dann nicht einhalten. Daniels hat nicht nur darauf hingewiesen, dass Trumps Versprechen hohl waren. Er hat den Vorhang gelüftet, zu sehen, wie falsch diese Versprechen waren. Erinnern Sie sich an die Mauer, Trumps goldenes Ticket, um seine Anhänger zufriedenzustellen? Wo ist sie? Ist sie fertig? Natürlich nicht. Daniels hatte seinen großen Tag mit dieser Sache. Er demontiert akribisch jedes Versprechen Trumps und verwendet dabei denselben ruhigen, schneidenden Sarkasmus, der seine Analyse so überzeugend macht. Er tut mehr, als nur auf Trumps Schwächen hinzuweisen. Er entlarvt sie für alle sichtbar und verspottet sie dann für ihre völlige Dummheit. Er erinnert die Welt daran, dass Trumps angebliche Triumphe nichts weiter als ein Deckmantel waren, um von den wirklichen Schwierigkeiten abzulenken, die Trump entweder ignorierte, vermied oder verschärfte. Daniels nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist hier, um Trumps Illusionen ins Lächerliche zu ziehen. Whether it's racism, as we deal with in the play directly, or the people feel it. They feel it. They hear Atticus say, we can't go on like this. We have to heal this wound or we will never stop bleeding. But the audience feels it. They watch the movie, they read the book, they feel the play. And it feels very familiar to what's going on just today. Sollten wir über Trumps Selbstverliebtheit sprechen, wenn Sie nichts dagegen haben? Trump ist der einzige Mensch, der seine Eitelkeit besser zur Schau stellen kann als er selbst. Mit seinem ständigen Eigenlob und seinen bombastischen Äußerungen darüber, dass er der beste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten ist, könnte man eine ganze Bibliothek von Belletristik füllen. Ohne Zeit zu verschwenden, nahm Daniels dieses Märchen auseinander. In seinen Ausführungen wies er darauf hin, dass Trumps ständiges Streben nach Anerkennung und seine ständige Prahlerei nicht nur anstrengend, sondern auch völlig unbegründet seien. Daniels hat das nicht nur behauptet, er konnte es auch erklären. Trumps wirtschaftliche Triumphe, darunter eine Steuersenkung, die den Reichen zugute kam und alle anderen auf dem Markt benachteiligte. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden durch seine Außenpolitik zunehmend von ihren Freunden isoliert, was den Globus zu einem gefährlicheren Ort machte. Darüber hinaus wurde die umfangreiche Geschichte der Ungereimtheiten, die Trump an den Tag gelegt hat, unter die Lupe genommen. Diese Situation wurde von Daniels nicht toleriert. Er zeichnete ein Bild von Trump als Inbegriff der Heuchelei, ein Mann, der alles sagen würde, um seine Karriere zu fördern, aber nie etwas Substanzielles liefern würde. You know, with Justin Amash coming out. I mean, when he tweeted, it was like, okay, you tweeted. That's a profile in courage, I guess, nowadays. And then he did the town hall in front of his constituents. And those weren't just Democrats in there coming. They were Republicans, and they were standing and cheering this guy. Those people are out there. I live out there. I live in Michigan. They're out there. They're ashamed of what's going on. Und nicht zuletzt sind da Trumps Ausbrüche, Tiraden und Wutanfälle. Es ist fast so, als ob Trump glaubte, er könne lauter schreien als alle anderen, um anderen seinen Willen aufzuzwingen. Trumps emotionale Unreife und seine Unfähigkeit, mit Kritik umzugehen, machten ihn zu einem lächerlichen Spektakel. Und Daniels konzentrierte sich darauf.
wie diese beiden Faktoren zu seiner Wandlung beitrugen. Wann immer er mit einer Herausforderung konfrontiert wurde, stellte er sich nicht der Situation, sondern fabrizierte sie, griff den Überbringer an und gab vor, das Opfer zu sein. Es war fast so, als könne man Trumps kleine Wutanfälle im Hintergrund hören, während Daniels seine öffentlichen Versäumnisse darlegte. Daniels ätzender Blick auf Trumps zerbrechliches Ego war so treffend, dass es ein absolutes Vergnügen war, ihn zu sehen. Trump, der jahrelang die Opferkarte gespielt und die Medien mit Müll gefüllt hatte, konnte sich nicht vor der Realität verstecken, als Daniels ihn wegen seines Verhaltens zur Rede stellte. Daniels hob Trumps Neigung hervor, sich der Verantwortung zu entziehen, jeden Fehler zu entschuldigen und Schlagzeilen zu suchen, die nur seinem Ego zugutekommen und nicht den Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika. This president has completely soiled the Oval Office, soiled the presidency. And you've got a lot of people, and I keep looking at them. I go, when is enough enough? Have we tripped it yet so that you're going to go, okay, if I have to vote for a Democrat or Biden, then I will. Das ist einfach gesagt. Das ist das Großartige daran. Daniels muss nicht schreien, um seinen Standpunkt zu vertreten. Die Fakten, sein Witz und sein klares Verständnis von dem, was Trump wirklich ist, sind alle in seinem Besitz. Ein Mann, dessen Autorität schon immer auf Täuschung und Spiegelung beruhte und der jetzt versucht, sich an jedes Stückchen Bedeutung zu klammern, das er in seinem Leben finden kann. Daniels ist in der Lage, Trumps Arroganz zu durchdringen und ihn zielsicher zu Fall zu bringen. Die Wahrheit, ohne jede Angeberei. Daniels hat uns vor Augen geführt, dass Trumps gesamte politische Karriere ein Spiel der Täuschung ist, bei dem die Regeln erfunden sind und immer etwas anderes auf dem Spiel steht. Was die Wahrheit betrifft, so ist Trump nicht nur ein Versager. Er ist ein lebender Versager, der versucht hat, sich als unfehlbarer Führer aufzuspielen, während er in Wahrheit ein Schwindler und ein Clown ist. Er hat versucht, die Rolle eines unfehlbaren Führers zu spielen. Die Dummheit von Trump war nicht das Einzige, was Jeff Daniels hervorhob. Er hat es den anderen Menschen auf der Welt offenbart. Auch wenn Trump die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit eine Zeit lang abgelenkt hat, hat Daniels uns erlaubt, alles zu durchschauen. Aren't going to go quietly. And that's why you look at the cowardice of the 15 or so Republicans in the Senate who are still quiet. And I'm not talking about Bob Corker and Jeff Flake and who's the other one that went out the back door. Yeah. You know, that's not courage. That's not courage. That's making sure you've got a job somewhere after politics. Courage is standing up and being a true patriot like we used to have way back in 1776 and all of that. We need to. Who are the heroes going to be? Is it going to be the Daniel Ellsberg Pentagon Papers guy? Who's the guy at the Justice Department that's going to go, here, Washington Post, here's the unredacted. Darüber hinaus sollten wir darüber sprechen, wie es Trump gelungen ist, sich den verschiedenen Untersuchungen dieser Verbindungen zu entziehen. Wie konnte er das tun? Ganz einfach. Es ist unmöglich, einen Politiker in der Geschichte zu finden, der mehr Zeit mit Lügen, Ablenkungen und Ausweichmanövern verbracht hat als er. Bei den Ermittlungen gegen Russland ging es mehr um Trumps Fähigkeit, der Wahrheit auszuweichen, als um die Frage, ob er tatsächlich schuldig oder unschuldig ist. Jedes Mal, wenn er mit einer Frage konfrontiert wurde, die ihm Unbehagen bereitete, lenkte er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ab, indem er neue Skandale ins Spiel brachte, Journalisten beschimpfte oder einfach nur Fake News in einer solchen Lautstärke herausbrüllte, dass das eigentliche Thema von der Kakophonie fast völlig überdeckt wurde. Es war fast schon zu bequem, dass Trumps Leute immer dann, wenn die Ermittler sich einer Sache näherten, ein noch größeres Ablenkungsmanöver starteten. Das geschah jedes Mal bei den Ermittlungen. Es schien, als würde er Schach spielen, während alle anderen Dame spielen mussten. Das galt sowohl für Tweets, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hatten, als auch für sensationelle Behauptungen, die gegen seine Gegner aufgestellt wurden. November 5th I told a couple people, I said, we're going to find out who we are. What I'm concerned with now is more like, I hope this is who we are now. And in 2 years, we'll see. Will it still be who we are, or will it be worse? Are we living through a time in American history where 50 years from now they'll look back as the end of democracy happened now? Tatsache ist,
dass Trump die Ermittlungen gegen Russland als Waffe eingesetzt hat, um die Darstellung der Situation weiter zu kontrollieren. Er tat so, als sei er ein wehrloser Mensch, der sein Leben lang schikaniert wurde. Dies führte dazu, dass er immer mehr Aufmerksamkeit erhielt, je mehr die Medien ihn verfolgten. In der Tat war es der ideale Sturm. Während sie ihre Angriffe fortsetzten, schlossen sich immer mehr Menschen ihm an und sahen in ihm den Außenseiter in einer Medienverschwörung. Tatsächlich waren Trumps Äußerungen jedoch nichts weiter als ein theatralischer Akt, der die Aufmerksamkeit von den ernsten Themen ablenken sollte, die möglicherweise legitime Konsequenzen nach sich gezogen hätten. Und vergessen wir nicht, dass Trump, während er Falschmeldungen verbreitete, die Welt beobachtete, wie er sich mit zwielichtigen Gestalten umgab, deren Verbindungen zu Russland sonnenklar waren. Das sollten wir nicht vergessen. Er lenkte entweder vom Thema ab oder griff die Integrität derjenigen an, die sich erdreisteten, ihn zu konfrontieren, anstatt die legitimen Probleme anzusprechen, die im Zusammenhang mit seinen Beziehungen auftraten. Er hat sich nicht um den Schutz der Wahrheit gekümmert. Das Ziel dieses Unterfangens war es, einen Rauchvorhang zu schaffen, der groß genug war, um alles dahinter zu verbergen. Gleason's performance on Trump isn't really a kind of a parody or a mocking one. It's not Alec Baldwin. When you watched it, or when you were obviously in the scenes with him, how did you think about that? Comey said something about being with Trump when you're alone in a room with him, 3 feet away at a loyalty dinner, for instance. You see something that you don't see on television, and that's a private menace. And I think Brendan found that. I think he found the darkness. I think he found whatever it was Brendan found. I didn't talk to him, but there was something that pulled you in, which is part of... Sie würden sich irren, wenn sie glaubten, dass die Katastrophen und Zugkatastrophen, die sich in den letzten Jahren in Trumps politischem Leben ereignet haben, das Schlimmste waren, was passieren konnte. Die Absurdität jeder neuen Kontroverse und jedes neuen Fehlschlags nimmt mit jedem Tag zu. Was jedoch noch absurder ist als die schiere Menge der Fehler, die Trump gemacht hat, ist die Tatsache, dass er mit all diesen Fehlern davongekommen ist. Nicht, indem er sich besonders angestrengt hat, eine Führungsrolle übernommen oder neue Ideen entwickelt hat, sondern indem er die bewährteste Strategie der Welt angewandt hat, nämlich Ablenkung und Ablenkung. Nehmen Sie zum Beispiel seine konsequente Kehrtwende in Fragen wie der Einwanderung. Im Laufe seines Wahlkampfs vertrat Donald Trump eine harte Haltung zur Einwanderung und versprach, eine Mauer zu errichten, die alle Probleme lösen würde. Er tat so, als ob ein massives Stück Beton auf magische Weise die komplizierten Probleme von Jahrzehnten lösen könnte. Später, als er in einer Position der Autorität war, kam er zu der Erkenntnis, dass es schwieriger war, als einfach zu sagen, baut die Mauer. Jedes Mal, wenn ein Problem zu schwierig wurde, zeigte er mit dem Finger auf die Medien, schrie herum, verbreitete falsche Informationen und weigerte sich, Verantwortung zu übernehmen. Donald, Sie haben großartige Arbeit geleistet. Aber was meinen Sie? Wir werden das nicht länger hinnehmen. Das heißt ausdrücklich, dass der Präsident nicht entlastet wird. Trump hat sich strafbare Handlungen zu Schulden kommen lassen. Darunter sage und schreibe 10 Fälle von Behinderung der Justiz. Man muss kein Rechtsexperte sein, um zu erkennen, dass, wenn irgendjemand auf der Welt außer Trump das getan hätte, was er getan hat. Bei den Steuern ist die Situation genau dieselbe. Als self-made Milliardär, der behauptete, er wisse genau, wie er die Wirtschaft für den arbeitenden Menschen wiederherstellen könne, präsentierte sich Trump als derjenige, der der Wirtschaft Fairness bringen würde. Er behauptete, er sei der Meister der Wirtschaft. Danach wurden die Steuersenkungen eingeführt. Und wer hat davon profitiert? Mit anderen Worten, genau die Personen, die Trump angeblich bekämpft, sind die Milliardäre und Konzerne. Das ist wie ein Zauberer, der einen Trick vorführt und dann erwartet, dass das Publikum nicht merkt, dass die große Enthüllung, die er gerade gemacht hat, nichts weiter als eine Illusion war. Dieser Irrglaube wurde von Daniels während seiner Verhöhnung von Trump völlig zerstört. Er machte nicht nur darauf aufmerksam, dass Trump keinerlei Moral besitzt, sondern auch darauf, dass seine Steuersenkungen nur den Wohlhabenden zugutekommen, während die Mittelschicht die Folgen tragen muss. Tatsache ist, dass sich dadurch einiges verändert hat, aber nicht so, wie er es versprochen hatte. Er traf Vereinbarungen, die Russland mehr zugute kamen als den Vereinigten Staaten. Und dennoch ließ der Mann
der Präsident sein sollte, der Amerika an die erste Stelle setzt. Aus irgendeinem Grund einen der gefährlichsten geopolitischen Akteure immer wieder vom Haken. Trump hat diese Geschäfte gemacht, anstatt Russland zur Rechenschaft zu ziehen. Daniels machte nicht nur darauf aufmerksam, sondern sezierte die ganze Angelegenheit, indem er aufzeigte, dass es bei Trumps Außenpolitik mehr um sein Ego und Fototermine ging als um echte Führungsstärke. Hier geht es darum, dass die Republikanische Partei oder ein Flügel von ihr sagt, das ist unsere letzte Chance, die Partei zu retten. Und wenn wir das nicht tun, ist es das Ende der Republikanischen Partei. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, War, auf die Ethnie zu tippen und zu sagen, nur zu, es ist okay. Und das tat er. Und sie taten es. Und das war die einzige Karte, die sie noch ausspielen konnten. Und sie spielten sie. Die Frage ist, wie lange kann das noch so weitergehen? Das ist die Frage, die beantwortet werden muss. Es ist zwar erstaunlich, dass es Trump gelingt, nicht die Wahrheit zu sagen, aber es wird auch immer offensichtlicher, dass er dies tut. Es stimmt zwar, dass er es geschafft hat, sich während der Russland-Untersuchung nicht erwischen zu lassen. Aber die Frage ist, wie oft er das noch durchziehen kann, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Dieser Mensch ist nicht nur ein Politiker, er ist vielmehr eine wandelnde Ablenkung. Er ist ein Mann, der nur darauf bedacht ist, sein eigenes Image zu bewahren. Und das wird ihm früher oder später zum Verhängnis. In diesem Interview hat Daniels ihn nicht nur zu Fall gebracht, sondern auch alles zerstört, was Trump seit Hunderten von Jahren vorgibt zu sein. Letztendlich wurde enthüllt, dass der Mann, der sein Image auf Arroganz und Beleidigungen aufgebaut hat, nichts weiter als eine hohle Hülle ist, die falsche Versprechungen macht und eine gebrochene Schallplatte hat. Und Daniels versetzte Trump mit seiner erstaunlichen Subtilität den tödlichen Schlag, der ihn zerrissen, verletzlich und zum ersten Mal in seinem Leben unfähig machte, seine Gedanken zu artikulieren. Hat Jeff Daniels nur ausgesprochen, was viele schon seit Jahren flüstern? Oder hat er eine Grenze überschritten, die selbst für Personen des öffentlichen Lebens zu privat ist? Was denken Sie? Schreiben Sie einen Kommentar unter. War Jeff Daniels brutal ehrlich oder brutal daneben? Vergessen Sie nicht, dieses Video zu mögen, zu abonnieren und die Glocke zu läuten, um die nächste Geschichte zu erfahren, sobald sie erscheint.